kreativ werden. Das tut gut. Auch hier. Ich verspreche es dir. Hi, Servus. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Oder willkommen, wenn du mich gerade erst gefunden hast. Ich bin Rika und ich habe eine Leidenschaft, schöne Sachen zu kreieren und dabei Spaß zu haben. Ich wollte euch heute ein kleines Video machen, weil ich weiß nicht, ob ihr das schon euch angeschaut habt. Es ist ein Geburtstag wieder vor der Tür. Ich weiß, es kommt jedes Jahr sehr unerwartet. Aber diesmal habe ich doch ein bisschen mehr Zeit, ein Geschenk fertig zu machen. Und zwar ein Nymphensittich zu malen. Und deswegen habe ich mir jetzt ein paar Bilder ausgesucht. Und ich denke, ich werde auf dem Leinwand ein Maxl malen. Ungefähr so. Ich werde wahrscheinlich, ich möchte diesmal vielleicht ein bisschen mehr erklären, was ich mache. Wenn es euch interessant ist, lasst bitte einen Kommentar unten. Weil ich immer noch nicht kenne, wer ihr seid. Wer folgt mir denn? Was möchtet ihr gerne sehen? Und auf welche Sprache? Also ich habe mich entschieden, ich mache gemischt. Ich mache hauptsächlich Englisch, aber mit Untertiteln. Und manchmal ist es dann auf Finnisch, weil das ist halt meine Muttersprache. Und manchmal auf Deutsch. Schauen wir, wie es funktioniert. Aber ich hoffe, ihr haltet es durch mit mir. Genau, und erstmal nehme ich mein Bild. Ich nehme mein App. Den App linke ich wieder hier runter. Und zeichne es mit einer ganz normalen Schulkreide. Auf dem Leinwand. Also, leg mal los. Hier sind meine Materialien, meine Sachen für dieses Gemälde, für dieses Bild. Ich habe das vorhin gezeigt. Das ist, also ich mache immer die Hintergrundfarben vorher mit irgendwelchen Restelfarben. Normalerweise sind das irgendwas, was die Kinder übrig gelassen haben, was sonst trocknet und schlecht wird. Ich tupfe es einfach auf meine Leinwand drauf und dann sind die fertig. Wenn ich tatsächlich eine Leinwand brauche, dann kann ich einfach mit dem Motiv dann weitermachen. Genau, das habe ich vorhin gezeigt. Das war eine andere, was ich hier hatte. Also etwas kleiner, aber ich finde, das ist ein bisschen hat leichtere Farbe, ist etwas dezenter und ich glaube, mit meinem Motiv wird das besser funktionieren. Also ist irgendein 50 Cent Teil aus irgendeinem, das ich glaube, war sogar vom Flohmarkt. Pinsel, irgendwelche ganz normale. Ich habe keine besondere Pinsel bis jetzt gekauft. Ich komme damit klar. Ich habe ein paar Favoriten, mit denen ich eigentlich immer was mache. Ja, kann ich wenig dafür sagen. Meine Farben sind von der Marke Marabu. Einfach Acrylfarben. Hier ist sogar noch ein Preis. 5 €. Und damit habe ich schon viele Sachen gemalt. Und das ist einfach, man braucht nicht mehr. Also das ist für mich, für diesen Zweck, was ich habe, völlig ausreichend. Also man muss wirklich nicht vieles haben. Einfach ein paar Basissachen besorgen und damit anfangen und dann schauen, ob das einem gefällt oder nicht. Und einfach zutrauen, einfach loslegen, ohne viel zu denken. Das muss ich vielleicht noch sagen. Lappen. Ganz viele Lappen. Das war auch eine Weihnachtsserviette. Wie rum? So rum. Es ist eine Weihnachtsserviette mit Dackel drauf. Wir haben die ganz lange rund um Jahr in Benutzung gehabt. Die waren irgendwann ausgefranst und alles Mögliche. Sollt ihr dieses Video hier euch angeschaut haben, kennt ihr auch meine Vögelfüße. Also wenn die Servietten durch sind am Esstisch, dann kommen die hier zum Bastelmaterialien. Also, damit fangen wir jetzt an und schauen mal, wie es wird diesmal. Eine muss ich noch von den Farben sagen, also unser Gartencenter hat schon eine Bastelabteilung da drin. Also
Ist nicht unbedingt immer so, dass man sowas findet, aber ich meine, die waren nicht teuer, die funktionieren wirklich toll. Einfach irgendwelche nehmen und damit anfangen und dann weiterschauen, was man denn so braucht. Noch eine Sache, bevor wir anfangen. Mein Ziel hier ist, euch zu inspirieren und ein bisschen die Stufe niedriger zu machen. Euch anstecken, auch selber den Pinsel in der Hand zu nehmen und was machen. Kreativ werden. Irgendwas anderes als nur Social Media scrollen. Einfach kreativ werden, das tut gut. Auch hier, ich versprich's dir. Jetzt machen wir ein Bild mit der Kreide hier drauf. Nein, hier drauf. Okay, also hier habe ich mein Bild in dem App. Hier ist mein Maxel. Lohnt sich immer wieder weg von Bildschirm zu schauen, ob man tatsächlich die Striche sieht. Also mir die Hauptsachen sind einfach die groben Konturen. Okay, also ich hab's aufgezeichnet. Da kann man echt nichts erkennen. Ich habe es vorhin noch geguckt. Es sah aus, wie ich etwas erkennen könnte, aber ne, wird nichts. Ich zeige dir einen Trick, wie man von hier rauskommt. Lappen und Wasser. Acrylfarbe geht nicht weg. Wenn es trocken ist, dann bleibt es da, wo es. Man kann die Schulkreide einfach wegwischen und neu anfangen. Das machen wir jetzt doch freihand. Einfach so. Ich brauche nur einfach den Hauptkontur, weil ich merke, ich verzerre immer. Es geht immer, ich weiß nicht, ob es links oder rechts, es biegt immer so irgendwie ab und dann sieht das Bild nicht so toll aus. Und deswegen will ich ein bisschen Kontur haben, dass ich meine Fläche halt habe. So wie es ungefähr sein soll. Also, dass die Auge da ist, wo es sein soll und so weiter. Ich mache das ja für mich und für meine Liebsten. Also ich finde, so bekomme ich ein besseres Bild hin und das ist nicht verboten, Hilfsmittel zu nutzen. Oder? Auf jeden Fall, ich versuche jetzt einfach freihand zu malen. Meine Kreide ist einfach zu hell. Na, wird nichts. Leider, ich brauche eine andere Farbe. Ist zu blau. Geht nicht. Man sieht nichts. Also, was habe ich gesagt? Ich gehe und suche mir eine andere Kreide. Wir kommen gleich wieder. Hab Gelb und Weiß. Und Gelb geht eigentlich ganz gut, habe ich gerade festgestellt. Vogel auf dem Bildschirm. Also wenn ihr ein bisschen die Konturen seht, dann kann ich das schon so an derselbe malen, so dass es passt, aber ich brauche irgendwie. Wahrscheinlich ist es, dass ich wirklich nicht so viel gemacht habe. Ich brauche noch ein bisschen Übung, aber momentan ist das einfach wie ich das mache. Ja. Wollt ihr sehen? Ich merke gerade, meine Kamera war auf der Rückseite. Also das erkennt man jetzt nicht so gut, aber ich schaue jetzt, ob ich das einfach mit Weiß den Hauptkontur machen kann. Los geht's. Also ich werde einfach mit Weiß den Kontur hier machen. Ich schaue noch, ich habe mein Bild hier auch, dass ich das noch verfolgen kann. Was ich denn hier zu tun habe. Ehrlich zu sein, ich habe ein bisschen Angst vor der Schnabel. Ich überlege gerade, wo dieses Nasenloch ist.
hier. Ich finde, das ist ungefähr da. Aber ob das jetzt tatsächlich da ist, muss ich dann noch nachher schauen. Und wie gesagt, ich will hier nur einfach so ein Hauptkontur mit dem Weiß machen, dass ich dann morgen, es ist nämlich schon spät, dass ich dann morgen das noch weitermachen kann. Und Gute mit Acrylfarben ist wirklich, dass du kannst das echt oft drüber malen. Du musst nur halt, die sind jetzt ziemlich flüssig und dünn, weil ich das mit dem Wasser so verdünnt habe, aber das geht eigentlich. Du kannst weiß auf schwarz malen und dann wird es weiß. Ich kann es einfach neu zutupfen, wenn das jetzt einfach nichts wird. Aber ich glaube, das ist falsch. Das ist eher hier. Doch, eher da. Wird schon. Der Maxel. Ah, was süß. Ja, Farbe zu Ende. Bildschirm sagt auch, dass es Zeit für Pause ist. Perfekt. Guter Anfang. Ich zeig's noch. Hi. So, neuer Tag. Machen wir weiter. Vielleicht komme ich heute schon auf Farbe. Was ich immer versuche zu machen, wenn da hier solche Stellen sind, wo die Farbe schon in eine bestimmte Richtung geht, dann versuche ich die ersten Striche auch in die Richtung zu machen, weil dann ist es einfacher, das nachher noch zu... Also ganz oft kann man das einfach mit dem ersten Strich lassen und dann, wenn man das noch verbessern muss oder noch verstärken muss, dann ist es schon ungefähr... Man muss halt dann nicht mehr die Richtung mindestens ändern. Und ich mache das immer mit sehr verdünnten Farben. Das gibt mir ein bisschen mehr Spielraum bei der Bearbeitung. Das ist so fast wie Wasserfarben. Und die Acrylfarben, die lassen sich schon noch sehr lange korrigieren, wenn da irgendwas nicht ganz so wird, wie man das wünscht. Und schlimmstenfalls kann man dann immer drüber malen. Ein bisschen kürzere Pinsel nimmt, dann kann ich es besser quasi löschen. Das habe ich fast als erstes gemalt und das geht immer noch ab. Viel besser.
Also ich finde, es braucht mindestens 2 Runden, normalerweise ein bisschen mehr, und ich mache es wirklich mit dünnen Schichten. Also das ist, muss ich mal schauen, was vom Dings, was ich euch zeige. Also die Kontur hat mindestens jetzt gepasst. Das sieht aus wie ein Vogel. Machen wir weiter. Achso. Und das hier, ich lasse hier immer so eine Lücke. Da wo der Strich gewesen ist, das mache ich immer dann erst zum Schluss zu, so dass ich das so dass ich zum Beispiel jetzt einen Schnabel da wirklich den Kontur habe, wie ich das vorgemalt habe. Weil wenn ich das total jetzt durchmale, dann ist es nur ein Blob und dann weiß ich nicht mehr, was es ist. Oder wie die Konturen da gegangen sind. Genau, da muss ich ein bisschen nachfärben. Hier sieht man noch ein bisschen durch. Obwohl das Schimmern vom Rosa vom Hintergrund ist nicht schlecht. Also ich finde es völlig okay. Das gefällt mir eigentlich ganz gut so, dass es das ist ein bisschen so ein schimmerndes Bild ist. Das ist halt mein Stil. Das wird schon. Und ziemlich nah an dem Originalbild ist es auch, oder? Gut. Weiter geht's. Okay, ich glaube, das ist langsam für heute. Was ich früher auch gesagt habe, ist, dass ich gerne immer meine Farben aufbrauche. Da ist jetzt nicht mehr viel übrig. Und dann kommt automatisch Anschluss. Ich will es auch nicht übertreiben. Und dann am nächsten Tag, wenn man das nochmal anschaut, dann merkt man schon andere Sachen. Normalerweise. Aber ich finde es schon ganz gut. Ei makeaa mahan täydeltä. Sagen die Finnen. Also nichts süß, keine süße Sachen, den ganzen Magen voll. Aber irgendwann muss dann. Lohnt es sich ein bisschen zu bremsen und kleine Pause geben. Ich finde es ganz gut für heute. Nahezu fertig, aber noch nicht ganz. Kleinigkeiten fehlen noch, aber ich finde, das ist schön. Wird schon. Freut mich. Ich habe immer Bedenken, dass ich irgendwas schaffe, also ein Bild oder so, aber dann letztendlich kommt das irgendwie doch zusammen. So ungefähr, wie ich das mir vorstelle. Also ich bin froh, dass es scheint momentan zu klappen. Also machen wir morgen weiter.
Also ich nehme an, es wird heute fertig. Also ich nehme jetzt einfach Wasser, also ein Pinsel mit Wasser, ist ein bisschen härter, fester, und ich radiere wieder die Farbe ein bisschen ab, dass es mehr zärtlich wird, dass es mehr also dass es mehr so ist, wie ich das jetzt eigentlich haben möchte. Mit der Farbe, der ändert sich auch. Ja, wenn es trocknet, dann sieht es etwas anders aus. Aber lieber blende ich es ein bisschen mehr, als dass es dann doch zu krass wird. Momentan male ich noch lieber einfach gemalte Sachen nach, weil ich lerne noch, wie es... Also ich frage immer, wieso ist hier jetzt wieso sind die Farben jetzt hier so? Und versuche das irgendwie mir zu klären, was die Funktion dahinter ist. Ich habe ein paar Sachen vom Foto gemacht, aber das ist ziemlich schwierig, weil ich sehe die Farbtiefen und die Farbtöne nicht so wie an so einem gemalten Bild. Ich würde sagen, Maxl ist fertig. Ich würde sagen, der Maxl ist jetzt fertig. Da kriege ich wahrscheinlich nichts weiteres raus. Ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Vielleicht habt ihr auch was gelernt. Und ich hoffe, du kriegst jetzt auch Inspiration und fängst an, irgendwas zu machen. Das ist mein Ziel hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie sagt man auf Deutsch? Like, share und subscribe. Drück die Daumen hoch. Teile es mit deinen Freunden und Bekannten und abonniere meinen Kanal. Dann siehst du mehr solche Sachen. Also, bis das nächste Mal. Tschüss.